Dieser Städtetrip wird sehr speziell. So eine Waldviertler, einen schönen Kaiserschmarrn oder ein Schnitzel gehört alles zur Wiener Küche. Und ich habe eine Mission, ich werde mich 5 Tage lang einmal quer durch Wien futtern. Genuss pur. Und das, obwohl ich mich an ein paar Spielregeln halten muss. Gibt einen kleinen Haken, ich darf maximal 500 € ausgeben. Also für leckeres Essen, Unterkünfte und vor allem Sehenswürdigkeiten. Klar, das Schloss steht bei mir natürlich ganz oben auf der Liste, aber ich schaue mir auch Sachen an, die nicht in jedem Reiseführer stehen. Wir sind quasi jetzt genau da, wo die Toten sind. So ist es. Okay. Jetzt ist die große Frage, was muss ich alles machen und mein Budget? Ist das zu knapp bemessen oder reicht das? All das finde ich jetzt heraus bei Was kostet Urlaub in Wien? Los geht's im Herzen der Stadt, dort, wo sich auch die meisten Touristen tummeln. Was würdet ihr sagen, was muss ich machen in meiner Zeit hier? Auf jeden Fall bei schönem Wetter in die Weinberge wandern gehen. Habe ich vor, ja. Ja, top. Wenn man zum ersten Mal hier ist, auf jeden Fall schon rum. Dann eine Brato wollen wir noch sehen. Will ich auch hin. Ja. Naschmarkt. Ist der so gut, wie alle sagen, dieser Naschmarkt? Dürfte gut sein, ja. Jetzt aber bin ich erstmal im Zentrum und da führt kein Weg am Stephansdom vorbei. Er ist das Wahrzeichen der Stadt und wird von den Wienern liebevoll Steffel genannt. Ja, das ist sofort beeindruckend. Ich finde immer, so ein Dom, es ist sofort eine ganz andere Stimmung. Wobei, so ganz allein bin ich hier nicht. Die gotische Kathedrale zieht Jahr für Jahr rund 6 Millionen Besucher an. Das merkt man. Und was gibt's hier alles zu besichtigen? Okay, ich habe es begriffen. Also grundsätzlich ist der Besuch im Stephansdom kostenlos und dann gibt es gewisse Bereiche, die kosten. Beispielsweise, wenn ich in die Kathedrale möchte, also in den Innenraum, das heißt hinter dem Gitter, kostet mich 7 €. Was ich aber, glaube ich, mache, ist der Südturm. 6,50 €. Der Ausblick von da oben soll grandios sein. Hoch geht's nur zu Fuß über 343 Stufen. Was ein Ausblick! Also direkt zu unseren Füßen liegt quasi der erste Bezirk in Wien, ist im Grunde das Zentrum, der Ort mit den meisten Sehenswürdigkeiten. Und ich werde einen kleinen Bummel machen, mir ein bisschen was anschauen, aber ich gucke natürlich auch ein bisschen auf die Preise. Wien besteht aus 23 Stadtbezirken und die sind durchnummeriert. Je höher die Zahl, desto weiter entfernt ist man vom Zentrum. Jeder Bezirk hat zwar auch einen Namen, aber selbst die Wiener orientieren sich anhand der Nummern. Mein kleiner Stadtbummel startet zwischen Museumsquartier und Hofburg. Das ist ein guter Einstieg, um ins kaiserliche Wien einzutauchen. Denn hier gibt's jede Menge imposante Bauten der K&K-Monarchie sowie das weltberühmte Kunst- und Naturhistorische Museum. Das ist einfach richtig majestätisch. Du merkst, hier war einfach ein Kaiser und so sieht's auch aus. Klar, ich könnte mir jetzt die weltberühmten Sammlungen anschauen, für mich geht's aber weiter. Einmal durch die kaiserliche Hofburg und zum Michaelerplatz, dem Startpunkt vieler Fiaker-Rundfahrten. Ich glaube, das ist genau das, was jeder, der in Wien ist, eigentlich machen möchte. Eine schöne Rundfahrt mit der Kutsche. Gibt so ein Mini-Problem. Es gibt eine große Rundfahrt und eine kleine Rundfahrt. Die große dauert 40 Minuten, kostet 105 € pro Kutsche. Die kleine wäre meine Variante, 20 Minuten, 60 € pro Kutsche. Ist leider auch nicht ganz in meinem Budget. Zur Erinnerung, in den 5 Tagen, in denen ich in Wien bin, versuche ich mit 500 € klarzukommen. Für alles. Wenn sich jemand fragt, warum da vorne so eine lange Schlange ist, da gibt es tatsächlich Kaiserschmarrn auf die Hand. Grüß Gott, hi. Ich hätte gerne eine Portion Kaiserschmarrn. Oh. Und gönne mir die große Portion mit Zwetschgenröster. Kostet stattliche 9,50 €. Thomas, ein kleines Kameramannstückchen. Und?
Oh, ist das lecker. Ist gut, ja? Boah. Ja. Das heißt, du schuldest mir jetzt 2 Euro. Ich muss ein bisschen auf mein Budget achten. Das war nicht gerade günstig, aber wie sind denn die Preise im ersten Bezirk sonst so? Ich check das mal bei einer der besten Schnitzeladressen der Stadt. Hier steht's. Fiegelmüller Schnitzel, 19,90 Euro. Ganz schön lange Schlange für so ein Schnitzel, oder? Ganz schön ordentlich diese Preise, ist aber auch sehr touristisch hier. Vielleicht geht's woanders günstiger und ich habe einen Tipp bekommen. Dafür muss ich aber raus aus dem Zentrum. Es geht in den 12. Bezirk nach Meidling. Mit der U-Bahn bin ich schnell da. Die ganzen Öffis haben eine super Frequenz. Die fahren alle paar Minuten. Und der Vorteil ist, ich habe natürlich auch noch meine Citycard. Das heißt, die Fahrten sind alle inklusive und bei ein paar Sehenswürdigkeiten kriege ich auch noch Rabatt. Und das gilt auch für einige Restaurants. Meine Citycard-Variante, die enthält übrigens ein 72-Stunden-Ticket für die Öffis. So, dann wären wir jetzt in Meidling. Ist so ein ehemaliges Arbeiterviertel und soll mittlerweile ganz schön im Kommen sein. Auch kulinarisch. Mein Ziel ist Wiens erste Food Hall. Aber bevor es soweit ist, will ich noch ein bisschen durchs Viertel schlendern. Wie sind denn so die Preise hier in Meidling? Ja, Schweineschnitzel mit Salat, Wahnsinn. 8,50 Euro. Das ist natürlich deutlich günstiger als im ersten Bezirk. Mitten im Viertel dann der Meidlinger Markt. Recht übersichtlich, mit einem kleinen Flohmarkt und netten Lokalen. Ach, das ist süß. Das ist so eine kleine Marktkonditorei. Und ich glaube, zumindest sieht so aus, hier wird alles noch frisch selbst gemacht. Hallo, hi. Auch hier kein Vergleich zum ersten Bezirk. Sämtliche Torten kosten unter 5 Euro. Na dann gönn ich mir doch eine Esterhazy-Schnitte. Im Gegensatz zum ersten Bezirk ist das natürlich einer eher der Randbezirke. Wir haben natürlich auch weniger Touristen. Die Touristen bewegen Total sich wenige, ja. nicht wirklich hierher. Weil die sind halt im ersten Bezirk, die wollen halt den Stephansdom sehen und die wollen halt auf der Kärntner Straße flanieren und was auch immer. Ja. Aber es muss ja eigentlich nicht schlecht sein, oder? Überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Weniger von uns hier. Sehr gut. Es lohnt sich also, in Wien auch mal abseits der Touristenströme zu sein. Und das nicht nur für den Geldbeutel. Es gibt auch nette Viertel zu entdecken. Aber jetzt geht's in den Gleisgarten. Wiens erste Food Hall ist in einem ehemaligen Schuppen der Bahn untergebracht. Hier wurden früher Züge gewartet. Das Essen gibt's direkt an den Ständen. Kulinarisch kann man hier locker einmal um die Welt reisen. Das ist total das schöne Ambiente hier. Und ich finde auch gerade durch die ganzen Pflanzen, es hat ein herrliches Klima. Und ich habe jetzt bezahlt 8 Euro für das Essen. Und da ich 50% Rabatt bekommen habe auf das erste Getränk, hat das Bier, das alkoholfreie, auch nur 2 Euro etwas gekostet. Das heißt, ein Mittagstisch in dem Ambiente, keine 11 Euro. Ich finde, da kann man bei den Preisen in Wien überhaupt nicht meckern. Zurück in den ersten Bezirk. Jetzt sollte ich mich um meine Unterkunft kümmern. Hallo. Hi, Johannes Zenglein. Ich habe 2 Nächte gebucht. Und die kosten mich im Grand Hotel gerade mal 58 Euro pro Nacht. Das Schnäppchen habe ich online gefunden und jetzt bin ich natürlich gespannt, was mich da erwartet. Hallo? Hallo? Ich glaube, es ist noch keiner da. Das ist also der Schlafsaal. Oh doch, guck mal hier. Also ist schon jemand eingezogen. Es ist ein bisschen wie damals auf dem Schulausflug, aber in Vintage Retro Schick. Mein erster Tag in Wien geht zu Ende. Zeit für einen kleinen Kassensturz. Größter Posten für heute, die beiden Nächte hier im Schlafsaal für 116 Euro. Und insgesamt komme ich auf 177 Euro.
So, es ist jetzt gleich 10:30. Ich liege in meinem Bett Nummer 6. Da drüben meine Nachbarin. Ja, alles noch leer. Scheint eine Nachteule zu sein, aber vielleicht können wir morgen mal ein bisschen quatschen, warum sie das Ganze macht. Ich bin auf jeden Fall nach dem Tag in Wien hundemüde. Gute Nacht. Und auch nach da drüben unbekannterweise. Gute Nacht. Guten Morgen. Meine Nacht im Schlafsaal, die war sehr durchwachsen. Deshalb brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Mein Ziel, das Café Landmann. Eins der alten, traditionellen Wiener Kaffeehäuser. Es hat gleich so ein bisschen was Andächtiges hier. Keine Musik. So ein bisschen die Mischung so aus so einer alten Bibliothek und Kaffee. Dankeschön. Ja. Wien ist ja weltbekannt für seine Kaffeespezialitäten. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Es gibt hier alleine 17 verschiedene Kaffeevarianten. Verlängerter, kleiner brauner, Wiener Melange. Ich brauche eine Übersetzung. Kaffeehaus Johannes, Johannes Kaffeehaus. Und da kommt er auch schon, der Übersetzer. Viele unserer Cafés sind Traditionscafés. Also zum Beispiel die Melange, ein kleiner Mokka mit dem Milchschaum. Das war quasi Cappuccino. Nein, der Cappuccino okay. ist eine andere Art von Kaffee, und zwar die italienische Version. Der Melange nur ist die Bohne stärker geröstet und das Mischverhältnis Kaffee-Milch ist ein anderes. Nichts miteinander zu tun. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, es sind zwei verschiedene Cafés. Ah, und was nehme ich jetzt? Für Sie würde ich jetzt einen Einspänner empfehlen. Das ist ein starker Kaffee mit dem Schlagobers übrigens. Ja. Und dann eine gute Mehlspeise dazu, die ich Ihnen dann vorne an unserer Kuchenvitrine vorstellen darf. Okay. Mit Mehlspeisen meint Herr Rudolf übrigens Kuchen und Torten. Feinstes Wiener Zuckerbäckerhandwerk aus eigener Herstellung. Was eine Auswahl. Oh. So. Ich störe ungern. Die gewünschte zweite Mehlspeise. Klassische Sachertorte. Uiuiui. Oh, ist aber gut. Gnadenlos gut. So. Wie ich sehe, waren Sie vollauf zufrieden, oder? Ich war Sie zufrieden. haben wirklich voll zugeschlagen, das freut mich natürlich. Ja. Hat es auch gereicht? Wir hätten noch 1000 Mehlspeisen, Nee, oder? auf gar Ich bin dermaßen Das glaube ich. am Limit. Sie waren aber sehr fleißig. Für meinen Fleiß muss ich jetzt bezahlen und das nicht gerade wenig. Aber dank meiner Citycard bekomme ich hier satte 20% Rabatt. Am Ende werden es knapp 22 Euro. Von meinem Budget ging jetzt auch ordentlich was weg, aber ich habe mich entschieden, ich gönne mir das einfach mal und wenn ich es mir schönreden möchte, ich habe zumindest 20% gespart. Weiter geht's in den 6. Bezirk, Maria Hilf. Der Naschmarkt dort ist für Kulinarik-Fans wie mich ein absolutes Muss. Für 33 Euro gönne ich mir hier eine Genusstour. Ich grüße dich, Peter. Hi. Johannes Zenglein. Servus, Peter Not. Hi. Hallo vom Peters Naschmarkt-Spaziergängen. Hallo allerseits. Ja, danke für die Zeit. Peter ist Food Guide. Die Tour habe ich vorab bei ihm gebucht. Und der Clou, mit ihm darf ich an den Ständen auch naschen. Und zwar gratis. Hier beim Tarek Laschin gibt es die besten Falafeln zwischen Wien und Nebraska. Wirklich? Ja. Und das auch noch unglaublich günstig. Können wir mal kurz die Preise uns anschauen? Das ist ja Wahnsinn. 6 Falafeln, 1 Euro, 15 Stück, 2 Euro, 36 Falafeln für 5 Euro. 5 Euro. Alles wird frisch zubereitet. Mit einem Klecks Hummus schmeckt das fantastisch. Nach 2 Stunden endet meine Tour.
Peter, vielen, vielen Dank. Ich muss ja zugeben, ich habe gedacht, der Naschmarkt am Anfang, das ist ein bisschen ein klassischer Markt und man kann viel probieren, aber es ist wirklich wahnsinnig vielschichtig. Also es gibt eben nicht nur die Händler, es gibt Restaurants, ein bisschen auch eine kleine Szene. Genau. Es hat großen Spaß gemacht. Okay, merci. hab mich gefreut. Ciao, ciao, ciao. Gute. Alles Gute. Tschüss, tschüss. Also ich würde beide Sachen, die ich heute gemacht habe, genauso noch mal machen. Ich bin heute Morgen mit dem Kaffeehaus sehr traditionell gestartet, aber natürlich auch hochpreisig. Und auf dem Naschmarkt, man ist einfach nicht gezwungen, Geld auszugeben. Du kannst ein bisschen hier probieren, ein bisschen da probieren. Und es gibt immer wieder mal so kleine Schnäppchen, wie beispielsweise die Falafeln. Also über 30 Falafeln für ein paar Euro. Da werde ich auf jeden Fall satt. Und was mich vor allem begeistert hat, ist, dass es so vielfältig ist. Also die Speisen kommen aus der ganzen Welt. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Rund 60 € kostete mich der Spaß. Damit habe ich bislang 237 € ausgegeben. Am nächsten Morgen geht's für mich an den Stadtrand, nach Hietzing in den 13. Bezirk. Dort steht das Schloss Schönbrunn. Also ich finde, es sind bereits die ersten Meter, wenn man hier auf das Schloss zukommt. Ja, wahnsinnig beeindruckend. So ein richtig schönes Habsburger Schloss, weil deren Motto war klar, hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Bei schönem Wetter ist auch ein Spaziergang im Schlosspark unbedingt empfehlenswert. Der Zugang ist gratis und man hat eine herrliche Aussicht auf das Schloss und die Stadt. Das spare ich mir aber für heute. Für mich geht's direkt nach drinnen. Ich habe mir vorab ein Online-Ticket besorgt. Dazu gab's gratis einen Audioguide. Von dem erfahre ich, dass ich direkt in den Räumlichkeiten des kaiserlichen Traumpaares gelandet bin. Oh, da sind Sie das erste Mal. Franz Josef und Cecile. Ja. Sie müssen stehen bleiben, das ist Sissi. Nicht einfach weiterlaufen, das ist Sissi. Naja. Vom Audioguide bekomme ich alle wichtigen Fakten zum Kaiserpaar. Also das ist das gemeinsame Schlafzimmer von Franz Josef und Sissi. Und Franz Josef, also der war offenbar gnadenlos verknallt. Und Sissi hat nur gesagt, ich zitiere den Audioguide, die Ehe ist eine sinnlose Einrichtung. Ja, sind nicht meine Worte. Für Schönbrunn gibt es unterschiedliche Touren. Wie viel man sich ansehen darf, bestimmt der Preis. Meine Tour ist die zweitgünstigste. So, meine Imperialtour ist vorbei. Hat gedauert, so ungefähr 40 Minuten und 27 € gekostet. Wenn ich die Grand Tour gebucht hätte, dann würde es jetzt einmal hier weitergehen, wären aber 5 € mehr und die ist so angesetzt mit um die 60 Minuten. Also grundsätzlich zu Schloss Schönbrunn. Ich würde so weit gehen, wenn man in Wien ist, man muss es eigentlich gesehen haben. Und nicht nur wegen Sissi, aber auch. Ich bleibe im 13. Bezirk. Nach 2 Nächten Grand Hotel und Schlafsaal habe ich hier was Günstiges gefunden. Bei einem traditionellen Wiener Heurigen, der auch Unterkünfte anbietet. Das Zimmer soll allerdings speziell sein, aber ich soll es mir einfach mal anschauen. Das ist so ein bisschen uriger, oder? Darf man das so sagen, uriger? So mit Holz und so? Ja. Ich würde Das das ist alles nehmen. Geschmackssache, Ich würde das welches Sie nehmen. möchten. Das Zimmer kostet mich 69 € pro Nacht. Mit Frühstück. Und wenn ich schon mal hier bin, will ich unbedingt auch beim Heurigen einkehren. Es soll besonders urig sein. Heurige haben in Wien eine lange Tradition. Eigentlich sind es Weinlokale, in denen Winzer ihren Wein ausschenken und die Musi spielt. Und jetzt habe ich richtig Hunger. Das mache ich. Wiener Schnitzel mit gemischtem Salat, 15,80 €. Das heißt, das ist fast 5 € weniger als im ersten Bezirk. Wenn ich es heute Abend nicht mache, mache ich es gar nicht mehr. Und dann ist es endlich soweit. Ich darf mein erstes Schnitzel in Wien probieren. Es kostet mich 28 € mit Beilagen und Getränk. Es ist so lecker.
Und ich finde es so toll, diese ganze Atmosphäre, dieses Urige, diese Gaststube. Ich habe gerade richtig das Gefühl, jetzt bin ich in Wien. Also nicht im Städtischen, aber ich lerne dieses traditionelle Wien gerade richtig toll kennen. Und ich muss nur mal überlegen, was ich schon alles ausgegeben habe. Für Übernachtungen sind es insgesamt 254 €. In Erlebnisse habe ich nach 3 Tagen 48, in Kulinarik 113 und in den ÖPNV 29 € investiert. Meine Reisekosten wachsen auf 444 €. Am nächsten Tag geht's für mich nach Simmering in den 11. Bezirk. Hier gibt's eine ganz besondere Touristenattraktion. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten. Nicht ganz richtig, hier darf jeder rein und der Eintritt ist frei. Ich will zu den Ehrengräbern, die sind jetzt 300 Meter weg, weil hier sollen ein paar richtige Promis liegen. Also Beethoven, Falco und auch Udo Jürgens. Außer Promis liegen hier natürlich auch zahllose Normalsterbliche aller Konfessionen. Der Zentralfriedhof ist einer der größten Friedhöfe Europas und gilt als Touristenmagnet. Und drüben beim Krematorium tanzt Knochenmark oben. Ah, okay. Das müsste das Grab von Udo Jürgens sein da vorne. Merci für die Stunden, Cherie. Ich habe das von weitem gar nicht so erkannt, aber sie haben natürlich vor seinem Grab einfach so einen Flügel aufgestellt und ganz viele Fans haben hier Sachen abgestellt. Bei seiner Beerdigung sollen mehr als 4000 Menschen gewesen sein. Oh, das finde ich jetzt aber durchaus ein passendes, extravagantes Grab. Sogar hier noch mit Konterfei. Ja, die Wiener und der Tod, ein spezielles Verhältnis. Und deshalb gibt es hier auch ein Bestattungsmuseum auf dem Friedhofsgelände. Museumsleiterin Conny gibt mir eine Führung. Kostet mich 15 €, inklusive Rabatt. Oh, es wird auch direkt gleich dunkel hier. So soll es auch sein. Du befindest dich ja 2,70 Meter tief. Das heißt, so ist die Originaltiefe in einem Wiener Grab. Da kommt der erste Sarg hinein. Wir sind quasi jetzt genau da, wo die Toten sind. So ist es. Die Tour, eine unterirdische Reise durch die Wiener Bestattungskultur. Diesen Sarg, den du hier siehst, das ist der sogenannte josephinische Klappsarg. Da kann man 20 Verstorbene hinein, auf ganz, wie soll ich sagen, brutale Art und Weise. Ich kann das gern zeigen. Der Totengräber ist zu dem Schachtgrab gefahren mit dem Sarg und hat original genau das gemacht. Oh Gott! Also musst du rechnen, es war dann so circa 3,50 Meter, 3,50 Meter tief, das Schachtgrab. Und der erste ist am tiefsten gefallen. Ne? Also es war so richtig platsch. Ja, also pietätvoll war anders. Das Museum ist klein, übersichtlich und trotzdem sehr eindrücklich. Klar, ich hätte auch in eins der berühmten Wiener Museen gehen können, aber auch abseits des Mainstreams gibt es viel zu entdecken. Ich muss jetzt dringend wieder unter die Lebenden. Eine der besten Adressen dafür, der Prater in der Leopoldstadt, dem 2. Bezirk. Aber davor gibt's eine kleine Stärkung am Würstelstand. Ein Käsekreiner für 6,80 €. Der Prater ist weit mehr als nur ein Vergnügungspark. Er ist eine Wiener Institution. Rein komme ich gratis. Man zahlt nur für die einzelnen Attraktionen. Und davon gibt's hier rund 250. Okay, die ist nichts für mich. In 100 Jahren nicht. Da kommt der Käsekreiner raus. Da bin ich. Nee, auf gar keinen Fall. Ich schieße. Das ist mein Ding. Ich würde einmal schießen. Was? Ach, ein Schuss, 1 €? Jawohl. Kann ich die Rose kurz haben? Kannst 5 Schuss. 5 Schuss. Oh, warte. Ach. Was? Scheiße. Oh, das jetzt kriege ich Mitleidsgeschenke. Aber können wir bitte festhalten, ich habe eine getroffen. Ich habe eine Rose, die bekommt mein Lieblingskameramann Thomas, bitte. Danke. Ja. 5 Plastikrosen, 5 € weg.
Dankeschön. Oh, mein Geldbeutel, oh Gott, da wäre es natürlich vorbei gewesen. So, komm, zum Schluss noch ein bisschen was Romantisches. Einmal fahren mit diesem berühmten Wiener Riesenrad. Sonst kann ich eigentlich nicht Schluss machen heute. Das nehmen wir noch mit. Die Fahrt kostet mich 13 €. Und 1 € habe ich gespart, dank meiner Citycard. Wenn die Sonne untergegangen ist, dann strahlt der Prater noch mal ganz anders. Wirklich so ein Meer aus Farben. Kurzer Kassensturz hier oben. Am Abend vor meiner Abreise bin ich bei 489 €. Bitte einmal rausschauen, hier auf dem Wiener Riesenrad. So kann der Tag natürlich auch enden. Tag 5. Zum Schluss meines 5-tägigen Städtetrips geht's für mich nochmal raus aus der Stadt in den 19. Bezirk, nach Döbling. Und zwar zu einer Weinprobe. Dort gibt es einen ganz besonderen Tropfen, den gemischten Satz. Was das ist, möchte ich genauer wissen. Hier wird er jedenfalls angebaut. Das ist einfach der perfekte Wanderweg für alle, die eine große Sehnsucht nach Wien haben. Du hast auf der einen Seite die Weinberge und auf der anderen immer den fast freien Blick mitten in die Stadt. Diese Route gehört zu den Wiener Stadtwanderwegen. Davon gibt es insgesamt 14. Sie sind mit den Öffis gut zu erreichen und lohnen sich vor allem, wenn man die Wiener Randbezirke erkunden will. Mein Ziel, der Buschenschank. Ein Strand ohne Meer. So sieht das Ganze von oben aus. Der Buschenschank Meier am Nussberg. Hier gibt's Weine und Speisen aus eigener Herstellung. Das muss wohl Saint-Tropez sein hier. Und dann treffe ich auch schon den Chef. Hallo. Trotz Ruhetag nimmt er sich Zeit für mich. Hallo Johannes. Hallo Clemens. Clemens, ich grüße dich. Ach, guck mal, das ist dieser... das ist der gemischte Satz, den hätte ich gerade in der Hand. Ach, wunderbar. Magst du einen Schluck, oder? Ja, unbedingt, ja? unbedingt. Na, komm her. Gemischter Satz. Ich habe die ganze Woche erzählt bekommen, man muss einen gemischten Satz probieren. Unbedingt. Das Beste kommt zum Schluss. Aber was ist der gemischte Satz? Der gemischte Satz ist in Wahrheit sind 4 Rebsorten drinnen. Ich gebe dir dein Glas einmal rüber. Danke. Grüner Veltliner, Rotgipfler, Zierpfandler und Riesling. Ja, wird gemeinsam im Weingarten angebaut und dann auch gemeinsam vergoren. Das heißt, man kann es nicht wie bei einem Cuvée im Nachhinein zusammenschütten und ein bisschen ausbessern, sondern es muss eigentlich auf Anhieb passen. Und es gelingt seit einigen Jahren ganz gut. Schön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, zum Wohl. Schön. Probieren wir den mal. Gerne. Ein super angenehmer Trinkwein mit einem fruchtigen Säurespiel. Es ist total der leichte Wein. Also kann ich mir vorstellen, wenn hier die Sonne scheint, wenn hier richtig was los ist, dann kann man, glaube ich, davon... kann man versumpern, sagt man in Wien. Versumpern? Versumpern. Ja, ich hätte jetzt gesagt, man kann ein Fläschchen wegatmen oder versumpern. Oder versumpern. Genau, ja, dann versumpern wir mal. Cheers. Gerne. Cheers. Clemens lässt mich noch andere Weine probieren, für insgesamt 14 €. Und bevor wir so ganz versumpern, ziehe ich lieber schon mal mein Fazit. 5 Tage Wien sind vorbei und ich hatte eine großartige Zeit. Und vor allem eine Seite an Wien hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und zwar dieses entschleunigte Wien, das Gemütliche. Einfach spazieren gehen, flanieren durch den 1. Bezirk oder auch der Besuch auf dem Zentralfriedhof oder einfach sitzen in einem schönen alten Kaffeehaus und genießen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich kam vor allem kulinarisch voll auf meine Kosten. Ich werde jetzt als Ausgleich ein bisschen fasten müssen und das Budget habe ich auch gerissen. Für meine beiden Unterkünfte habe ich insgesamt 254 € ausgegeben. 87 € habe ich in Erlebnisse und Sightseeing gesteckt und 130 in Kulinarik, was ja der Fokus meiner Reise war. Für den ÖPNV musste ich 45 € zahlen. 2 Tage waren über Tageskarten abgedeckt und der Rest über meine Citycard. Mit ihr konnte ich 9 € sparen. Unterm Strich lande ich bei 516 €. Das war Was kostet Urlaub in Wien? Ich sage danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und tschüss, bleiben Sie gesund. Cheers.